Leute, willkommen zurück bei PJ Gaming. Wir stehen jetzt bei Origins vor Alexandra. Und ich hab Bock. Habt ihr auch Bock? Diese Stadt. Komm mal los. Hat sich jetzt so angehört, oh je, ein Mann, oh, wie schön. Τι συμβάν εστι, έδες λέξον μου. Wow. Ιδιώτη! Nennt man wohl eine Stadt. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εστίν. Ja. Mega. Ποϊ βακχευμένον έσχεται. Wow. Also warte mal, am Odyssey, da würde ich auch noch Spiele öfters sehen, so Städte. Wow. Ποϊ, της μίζωνος αφροσύνης. Dann wartet die auf mich. Das ist ein, ach, das ist ein Kerl. Ah, okay. Μανιέ. Nur Kerle hier. Wieder einer. Δεν πω ποτέ ώρα κάτι αυτήν αφρονία. Der Popo. Την αφρονία σας δεν βούλετε. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, ob wir unsere Frau oder Freundin finden. Wie heißt die nochmal? Ah ja, genau, ah ja. Aber wir gucken jetzt erstmal mit dem Geburtsrecht. Sopronius muss ich eliminieren, okay. Ερωνιδόνσε. Θεοί της δοκή. Άβλος εστί. Ό,τι αληθεία μήπων. Είσαι από τις χρήμες ελέγχου άνευ έραση μάθη. Ist da was drin? Geh dann mal da hoch. Δεν παραγίγνεσαι τάχα. Ω, της Μαρίας. Überhaupt nichts. Auch hier die Soundeffekte. Hört sich ja wirklich an, als wäre das jetzt auf Flash, ne? Diese Patina, ne? Auf der Statue. Aber ja, ursprünglich war die komplett weiß. Also Marmor halt, ne? Wo es natürlich auch viele verschiedenfarbige Marmorarten gibt, aber schon cool gemacht. Ich kann ja nicht oft genug sagen, Leute. Guckt euch das doch mal an, ey. Da würde ich auch gerne ein Apartment. Würde ich dann immer schön in die, ich glaube ein Badehaus gibt es hier und Theater gehen. Ja, wäre cool. Da oben Party mache. Und ab. So, wo ist der Kerl eigentlich? Ja? Auf der Seite. Alles klar, da muss ich auf die andere Seite, also genau da.
Ah, Runterkletterer tut er sich manchmal ein bisschen schwer, der Kerl. Da von der innen drin ist. Bravour. Okay. Δεν πω ποτέ ώρα κάτι άφθηνα Των δεκλαθμών και οδυρμών οικούς της αμφυρίων εμένυνσε. Είτε. Man fragt sich natürlich, woher wissen die eigentlich, wer das alles so damals ausgesehen hat. Τι να φωνήσαστε βούλετε. Ganz ehrlich, das können die gar nicht, also egal was ich sage. Alles nur Vermutung. Wie die Statuen alles aussahen. Gut, man hat viel gefunden, ausgegraben, aber hundertprozentig sagen können die ja nicht. Αλλά είσαι εσύ. Γνώση είναι Ελλάδα. Aber Δεν πω ποτέ κατέχεις. Θηρίου εδώ δημοπαραγή. zumindest mal die Version ist perfekt. Της Μορίας. Und ich würde das doch unterschreiben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn eine Sache wird, so, ja, so hat das ausgesehen. Ja. Da kannst du sagen, was du willst. Genau so war das. Ich sage, ja, kann das sogar sein. Und dann schreibe ich dir sogar. Das glaube ich dir, dass das so ausgesehen hat. Zumindest mal von der groben Anordnung und wie die Gebäude standen und so. Kann ja wirklich sein. Weil in Wirklichkeit müsste ja auch die Insel da müsste ja auch so existieren. Halt mal einfach dann, denke ich mal, 1 und 1 zusammengezählt durch alte Schriften, durch Ausgrabungen, alte Fundamente. Der Rest ist halt Geschichte, ne? Dafür machen die Leute auch ihre Jobs, um das genau rauszufinden, wie es wirklich war. Ob das natürlich hundertprozentig so war. Maschine und dann findest du draus. Das ist der Kerl. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Εμού απολαμβάνεις, μίζωνα χαιρέστε. Ich geh mal Schleichmodus. Θεοί ορίζουσι της ευτυχή και τη σουχή. Τι πράττω, Θεοί. Της ωφελία, ευχαίρει, εφέσεστε. Dann lass dich bloß nicht stören. Γυρνός και την πράτη. Τι να φωνήσαστε βούλετε. Ute weigert sich, mir den Dattelhof zu überlassen. Dieser faulende Flaskus sagt, mein Kaufvertrag sei falsch. Er muss sterben und seine Familie auch. Aber das habe ich schon mal vorgelesen. Es ist wie ein Unfall aussehen und wir teilen uns den Gewinn. Vorerst können sich deine Männer in meinem Landhaus niederlassen. Denk gar nicht dran, meine Gastfreundschaft auszunutzen. Wenn du nicht in 2 Wochen auf meine Türschwelle in Alexandria stehst, dann betrachte auch dich als toten Mann. Soprinos. Wo ist denn der Sopronius? Η μη τάλαστη Πάσχο. Θεοί της δοκή είναι, Ποσειδών. Γαλήνωσαν και καρδίατε. Die sind aber eindeutig griechisch. Das ist mit Sicherheit wieder Poseidon.
Gottheit, oder? Όλων λύκειος φως στέλνει και τη νύχτα διαλύει. Der Dank wird gerade mit Apollon gesagt, aber Δόκιση der sieht eher aus wie Zeus, oder? Θηρίου εδόδημο παραγίγνεσαι τάχα. Ω, της μορίας. Ich wollte rausfinden, wo der steckt. Okay, also da. Ne, jetzt läuft er noch los. Ist das Problem bei der Dattelpflanzung schon beseitigt? Εάν μη άκουσον δίγασε, απάντησόν μη. Was kann ich nicht hören? Έκαμε την ίστη εγώ. Ich würde sagen, hier der Stärkste. Sie, Porothen. Ich will nicht, dass diese Händler ihre dreckigen Waren so nah bei meinem Haus verkaufen. Sag ihm... Beschützt den Achon! Da bist du ja! Er darf jetzt nicht entkommen hier. Moment! Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Ακούεις Καρνή. Σήμαντε δούνε, απήντησον. Vielleicht wird der hier meine Sache verbessern. Du kommst zum Handeln? Θηρίου εδόδημο παραγίγνεσθε τάχα. Der reißt dann, siehst du? Ich kann verbessern. So ist der doch. Oh, verkechtmeno! Nun es kenne! Super. Ich glaub, pro Schmied kann ich einmal machen, ne? Forensen! Μπορώ εστίκα εγώ! Σίγα μία ειρηνίκε! So, da kann ich auch aufrüsten. Dann machen wir das doch. Άνθρωπε αγάθε! Ακούιν με! Ουδέποιος δυνάστε! Ού γιγνώσκει την πράτη. Καλά ότε εσού! Forensen! Nicht aufrüsten. Βλακών δεν ήθος Άνθρωπε πάσατε. αγάθε! Voll verkaufen dann. Είδαν ουδέ. Einverstanden. Μπορώ εστίκα εγώ! Pilzkette, wofür sind die? Du Schuft! Φωνή μου εμού ενίκεται! Σημάντε δίνε! Απά, παιδί. Katzenamulett. Schon vor 2.5 Jahrtausenden waren Katzen das Größte. Abgemacht. Δυνάστη ακούσιν! Oh ja, dann Schuft! kann ich ja alles verkaufen. Das ist ja alles nur Schrott. Μπορώ τι! Πρόταση ανεόξε! Abgemacht. Du Schuft! Δυνάστη ακούσιν! Abgemacht. Μπορώ Einverstanden. εστίκα εγώ! Σίγα μία ειρηνίκε! Kaufe unnötige Gegenstände. Kann ich doch hier. Kompletto. Abgemacht. Weg. Jetzt habe ich hier 3006. Μπορώ τι! Πρόταση ανεόξε! Πουθενέ στη λογική του ανθρώπου. Αχ, μωρέο. Komm bald zurück. Ein bisschen schneller, ja. Όχι!
Ja, dafür geh ich auch die ganze Zeit die Sache insammeln, ne? Wenn ich Kohle hab, um sowas machen zu können. Εστί ένθαδε. Ουδεπόποτε ώρα κάτι αυτή να βγάλει. Kommst du zum Handeln, Reisender? Ja, aber die Sache brauche ich doch oder nicht. Χαίρε. Τι πράττεις? Διορίστη διδάσκαλος του Ιού του Άρχοντος. Louis του το θηρίου εδόθη μου παραγίγνεσαι τάχα. Okay, können wir Monture kaufen, aber... Ja, lass mal. Ιδιότη. Μουρίας παρασκευάσματα του τα εισέλθεις. So, Aya. Wo ist meine Aya? Ach, beschaffe die Handelswaren. Finde die Waren und hole sie zurück. Glorias παρασκευάσματα του ήταν εσύ. Was ist der Junge? Banditen böse, Karawane gut. Du bringst Reders Waren zurück, du wirst belohnt. So einfach ist das, Medjay. Αμάξα. Der Nomadenbazar. Stufe 13. Oh, gar nicht mal so einfach. Für die Waren hole sie zurück. Wie weit ist das weg? Das mal. Haha. Da habe ich schon noch überhaupt gar nicht hin. Aha. Da könnte ich theoretisch schon hin, ja? Gut, die Stufe habe ich ja. Ja, später vorbeikommen. Ist hier nix Interessantes? Ne. Ωραίο καλός. Είναι αποθανή. Το θηρίο εμένει. Οφθαλμού σου κατέχεις. Ήτι του οίκου. Μανίαν γαλτάραξεν. Τι πράττην? Eine Frau. Mal eine gesehen. Τι έστειν τούτον? Auf der Straße. Ωρό καλός. Είναι αποθανήν. Εσού ελάβνην ούγι γνωσκόμην. Aber das ist krass, die sehen jetzt doch ganz anders da aus, ne? Ah. Ich weiß schon, dass alles griechischer Einfluss ist. Also eine griechische Stadt, ne? Τι σβακή είναι? Ποσειδών! Λάξ. Sie ελάβνη χρήου γιγνέστε. Wenn man sich überlegt, dass die Griechen, ne, wovon die Römer ja auch abstammen, die Römer Barbaren waren, wo Barbaren gezählt haben. Θεοί. Άρτια φύ. Μανίεγαν τάραξεν. Τι πράττει? Gut, ich gehe mal von aus, Έσχεται. dass die Römer ja sich als das Höchste gesehen haben, ne? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Und die Griechen ja auch viele Subkulturen hatten, Subvölker. Weil Grieche war ja wie damals ein Allgemeinbegriff. Ich glaube noch nicht einmal, dass die sich Griechen genannt haben. Für ganz viele verschiedene Kulturen. Thebaner und Thraker gab es ja auch. Da war ja eigentlich schon so gesehen auch eine griechische Abstammung. Oder heutige Sumer, also die nicht Sumerer, im heutigen Albanien, also die auf jeden Fall Mazedonier, klar. Oder Makedonier, wie die sich genannt haben.
Und deswegen haben die wahrscheinlich, also Barbaren, weil die sich ja gegenseitig die Köpfe immer enger hauen wahrscheinlich. Aber aus dem Tacitus, aus dem der Inschrift vom Tacitus, der Germanica, weiß ich aber, dass die Barbare genannt wurde. Und das sollte so viel wie Stammler, Stotterer oder so heißen. Das kann aber dann in der Hinsicht dann auch nicht stimmen, dass die dann als Barbare beschimpft haben, weil die vielleicht griechisch, dass die nicht verstanden haben als Römer, weil die da Italienisch mehr oder ich denke, das war ja eher das Latein. Die haben ja auch alle Lateinisch geredet. Die Römer und die Griechen. Das sind, glaube ich, das dann, denke ich mal nicht. Der Tacitus über die germanische Sprache gesagt hat, da das Stammler Stotterer sind oder so. Da verwechsel ich da jetzt irgendwie was. Oder war das vielleicht, genau, ich glaube der Cäsar, ja, das ja die Germanen, also die Völker im heutigen Deutschland, Germane genannt und das ist Stammler Stotterer soll das bedeuten. Das Wort Germane. Vielleicht gibt es ja der eine oder andere, der das besser weiß. Kann er ja in die Kommentare schreiben. Würde ich mich mal drüber freuen, wenn allgemein mal was in die Kommentare geschrieben wird. Ich fackel hier gerade alles ab. Was auch okay ist mit dem Sound und wie ich spiele und was ich spiele und wie ich das alles mache. Natürlich nur sachliche Kritik, nicht beleidigend oder so. Ich weiß selber, dass ich viel Dünnschiss rede oder nicht richtig gut vorlesen kann. Braucht mir keiner mehr zu sagen, sowas. Aber ich denke, es wird immer besser. Weil am Anfang ist schwer, Leute. Ich habe ja nicht ohne Grund die ganze Zeit meinen Mund gehalten beim Spielen, ne? Hey, wer? Ja, ich bin einfach nur dumm, ey. Was ich dann überlegt. Ich krieg von Anfang an geredet. Da könnte ich mit den ganzen Videos, die ich gemacht habe, auch was anfangen. Und die ganzen Videos sind eigentlich überhaupt nichts wert. Also für mich zumindest nicht mehr. Also für YouTube auch. Ist ja dann keine Eigenleistung, wenn du nicht redest, ne? Aber Blödsinn ist. Das Feuer in Gang! Welche Regelungen von denen? Man muss mal respektieren und akzeptieren, ne? Ich will ja was von denen. Die wollen nichts von mir. Ich muss mich schon an die Regeln von denen halten, ne? Und vom Spielehersteller. Die wollen das halt nicht anders da und dann wird das doch so gemacht. Oh, der war knapp. Ah, du bist aber nicht gut im Ziel, ne? Aber du brauchst Verstärkung.
ein Moment. Futter für die Würmer. Hey! Ich bin schussbereit. Der wirklich da stehen geblieben. Halt deine Waffen griffbereit. Könnte sein. Ich denke nicht. Hey! Du bist Im Odyssey, Assassin's Creed Odyssey ist man ja auch von Kopfgeldjäger, glaube ich, hat man ja Reichweite! gejagt. Und die sind echt hart, je nachdem was für welche. Dich verfolgen. So, das gibt es immer genug Pfeile. Ja, das sind die ganzen Pferde, womit die kamen. Ganz schön Berserker hier. Ich spiele das Spiel ja auch nur auf normal, aber ja, dann macht das auch keinen Spaß mehr, wenn das zu schwer wird. Also das ist ja eigentlich noch easy. Normal. Aber schwer oder ganz schwer wirft das hier einmal kaputt. Da reichen meistens 1, 2 Treffer. Das ist schnell passiert und das war dann. Da macht das Spiel auch keinen Spaß, wenn ich mich einfach nur ein semi-historisches oder Erkundungsspielchen Assassin's Creed. Weil 100% historisch ist das ja nicht klar, ne? Ne, ich will nicht so viel lesen, leider. Ich kann dort doch nicht gut, Mensch. Befehl des Miklatidia 251. Wir suchen eine gefährliche bewaffnete Frau, die verdächtigt wird, den noblen Aktadion ermordet zu haben. Nehmt einige Männer und sucht sie im ägyptischen Viertel, wo sie sich wohl versteckt. Zögert nicht, sie zu töten, sollte sie Widerstand leisten. Aya, es ist Aya. Ägyptisches Viertel gibt es ja auch. Ich hab alles. Ja, ich habe 2 Schätze, den Kommandanten und den Hauptmann getötet. Oh, der letzte Leibwächter, Stufe 15. Ich laufe jetzt hier hin, ne? Ein Leuchtturm, Leute. Leuchtturm von Alexandria. Ist einer? Halt gefälligst an!
Darfst du doch keiner mehr leben, ey. Ich weiß nicht, wird ja immer behauptet, dass hier die Dinger waren, um durchzuschießen oder so. Weiß ich nicht. Bei so Burgen und so, ne? Das ist doch nix. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. Und ehrlich, ich glaube, die Leute von außen treffen dich viel mehr, viel eher, wenn du an so einer Schale stehst. Wir müssen ja eigentlich nur die Schale genau in der Mitte treffen. Das war super schwierig, klar. Aber ist wahrscheinlicher, dass die dich treffen, du irgendjemanden, wenn du rausschießt. Weil du erstens mal gar keine wirkliche Bewegungsfreiheit hast und kein richtiges Zielbild und so. Also. Und da muss man noch schaffen, einen kleinen Strich da mit einem Pfeil oder so durchzuschießen. Ne? Ja, genau. Das würde Sinn machen, wenn dann so ein Zielsuche-Pfeil ist, ne? Der dann automatisch ein Ziel trifft. Schau mal, selbst mit einem Gewehr ist das doch ja. Wenn die Leute glauben, was sie denken oder wollen. Und sie glauben, was sie wollen. Ich glaube das war nett. Fragt sich jetzt natürlich der eine oder andere, wofür wir das sonst, ne? Also ich vermute, einfach nur Licht. Doch nicht so dunkel ist, wenn so ein bisschen Licht drin fällt. Und das macht man ja auch nicht so groß, weil man ja auch nicht getroffen werden will, ne? So leicht, wenn man dahinter steht oder dahinter geht, Wache schiebt oder... Anders das sieht natürlich bei so welche Dinge aus, die sieht man bei manche Festungen, die ziemlich breit nach innen wären, sodass du da wirklich hin und her gehen kannst. Das würde ich dann eher sagen, ja, das ist zum Schießen gedacht gewesen. Ja, und mit Sicherheit nicht mit Pfeil und Bogen, sondern dann mit der Muskete und so. So, dass du dich unterschiedlich positionieren konntest, nach links mal, so, wenn man nach rechts schießen konntest, so, die Richtung und so in die Richtung. Pfeil und Bogen, das würde allein schon kaum klappen, weil der Bogen ja auch ziemlich gewisse Größe hat und alles. Also die haben sich dann eher, denke ich mal, auf die Mauer gestellt und dann ne, im Bogen einfach die in Masse drauf geknallt. Und dann haben sie der eine oder andere getroffen und der konnte dann schon nicht mehr kämpfen. Wenn dann so eine Burg, eine Mauer gestürmt wurde, je nachdem mit was. Aber meistens denke ich mal, sind die einfach mit Leiter oder so hochgeklettert. Also was kommt man halt schnell bauen. Material kommt man auch gut mitnehmen. Dann halt in Massen die Burg mit Leitern gestürmt. Das denke ich mal wahrscheinlicher wie so Belagerungstürme und so ein Kram. Das kommt natürlich auch auf die Zeit an, kommt auf die Kulturen an. Ohrenbetäubende Stelle. Alexandria ist groß und lärmend, doch ein Teil ist leise, einsam und umgeben von Wasser. Die umgestürzte Palme weist auf den Ort, an dem ich liege, wo Land und Wasser sich treffen. Ja, Land und Wasser sich treffen. Wieder so. Ich hab das schon mit der Palme eben nicht gefunden.
Ist nicht, doch nicht alles so schnieke, weil, guck mal, die ist so ein bisschen, sieht die ein bisschen verrobbt aus. Die Statue. Da finde ich dann auch gut bedacht von den Leuten. So. Mit alles so ein Kind des Chaos. perfekt aussieht, ne? Und dreht euch alle schön um. Ah. Dieser Nomos braucht dringend einen neuen Oikonomos. Der Idiot, der jetzt das Sagen hat. Ach, ich will gar nicht davon anfangen. Das Einzige, was er kann, ist, sich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken. Ich bin nicht so begeistert. Ich meine, ich habe die römische Pilum- und Gladius-Kombination jetzt ein paar Mal ausprobiert. Und die ist ja nicht schlecht. Aber das Gewicht, das man mit sich rumschleppt, brutal. Gut. Was sagtest du? Ha, es ist immer dasselbe mit den Einheimischen. Der Hund wird sich noch wehtun. Problem ist, ich weiß nicht, wie stark die sind. Wenn ganz schwach sind die, denke ich mal nicht. Aber ich kann ja zur Not schnell hochklettern. Versuch den jetzt mal. Und hier nicht zur Kasche. 10 Kubit weit hat es ihn geworfen. Ungelogen. Ich habe noch nie ein Pferd mit so viel Kampfgeist gesehen. Wir haben alle gedacht, er hätte sich das... Herr. Hallo. Hey. Darauf darfst du keinen verlieren. Hey, Moment mal! Alarm! Geistlich Angriff! Ich reiß dir Ich wollte die jetzt nicht töten. Unbedingt, aber ich hab's getan, ich weiß nicht, warum ich es getan habe. Aber die sehen schon eher wie Römer aus. Auch von der Helme her. Dann mal hier hoch. Irgendwas Besonderes gibt. Das sieht so gut aus, Leute. Το θηρίον εμένυνσε. Είτε, είτε. Moment, ist da wieder eine Ptolemaeus-Statue. Oh. Καλώς. Είναι αποφανή. Ne, aber ich kann euch sagen, wer das ist. Πού ένθατε. Alexander der Große. War 100%. Fährt dort aber eine komische Farbe. Blau oder? Wow.
Die Musik ist auch richtig gut gemacht. Erinnert mich zwar jetzt ein bisschen so an China oder Japan Musik. Aber gut gemacht. Auch nicht immer dieselbe Musik ist, ne? Gut, ich habe die Musikhäufigkeit in der Option auch auf normal gestellt, also nicht auf häufig. Weil zu viel Musik ist dann auch wieder, keine Ahnung. Ja, da sieht man schon einen Unterschied jetzt, ne? Erstens mal der Schild und die Klamotte, die sehen auch anders aus, Unterhelm. Also das eben waren eher wohl Römer, das hier sind vermögliche Soldaten. Ja, stell dich jetzt so an, Mensch. Weißt du? Wenn man so ein Tod ist, glaube ich an keine Gottheiten mehr. Deswegen plündere ich auch diese heilige Stätte. Ist ja hier irgendwo diese Palme, die umgestürzt ist. Oh. Ich will auch direkt Urlaub machen. Wenn ich mal irgendwann mal dahin kommen würde in diese Gegend da. Ja. Würde ich wahrscheinlich dann nur hier so Gebäude im Kopf, die da stehen würden oder gestanden haben von früher. Wenn das genauso von der Landfläche so wäre, dann wird zumindest mal so ähnlich, ne? Da kann man ja alles in Maps gucken eigentlich, ne? Heutzutage. So, vielleicht fliegt man mit dem Flight Simulator über die Alexandria. Heißt ja heutzutage gar nicht mehr Alexandria, ja. Und da kann man ungefähr sehen, ob es wirklich, zumindest mal von der Landschaft, hätte es sein können. Jetzt plündern. Tiros Hammer. Ein Tor müssen wir noch. Dann noch mal her, das jetzt kommt. Schlafen doch, wenn überhaupt, sowieso, ne? Oder für den Deutsch, ich meine. Die schlafen wahrscheinlich sowieso alle. Zone ist tabu. Ist überhaupt gar keiner. Wie kann man einen Schatz unbewacht lassen? Mensch. Leute. Nachher nicht wunderbar. Wenn sie wiederkommen, wo ist unser Schatz? Der Schatz ist weg. Ach, da hinten schläft einer. Da auch. Ah, die schlafen oben, alles klar. Schon genau zum richtigen Zeitpunkt, ne? Rutsch alle 4 am Penner. Oh, jetzt Zufall.
Ja, kann ich mir nämlich nicht vorstellen, dass das immer so ist. Aber ja, cool gemacht ist er. Tja. Βακχευμένο νου έσχεται. Auf zum Turm. Mehl. Wacht immer um die Ecke. Ja. Langsamer. Ich muss aber trinken. Bisschen Tee natürlich nur, Leute. Είναι φωνή σας, δεν βούλετε. Ich finde das echt schön. Die Figuren, ne? Wirklich alle unterschiedlich aussehen. Manche sehen so ein bisschen verdreckt aus, kaputt. Haben die sich gut Gedanken gemacht. Sogar ein bisschen Abwechslung reinbringen. Δεν πω ποτέ ώρα κάτι άφθηνα φρονία. Oh. Da kam ich schon. Das ist der Tempel von Apollo. Kann ja nicht, weil das ist nämlich nicht Griechenland, ne? Oh nein. Obwohl, steht jetzt einfach hier. Achtung! Friede sei mit dir. Achtung! Lasst mich durch! Bitte sei mit mir. Wer hat jetzt zu mir gesagt? Bestimmt nicht die Soldaten. Wow. Schön, dass Evo noch gemacht ist, ey. Wenn man sich überlegt, wie alt das Spiel schon ist. Und trotzdem sieht das noch so. Na gut. Ich hab dann noch ein bisschen an der Schraube gedreht. Sehr, Leute. Trotzdem, ey, super. Wenn man aussieht. Aber hier ist ja gar nichts jetzt, ne? Wo das da oben war. Natürlich muss ich da hoch. Mit Sicherheit ein Schatz. Ah, ist mit Sicherheit gar nichts. Gut. Oh Mann. Hab ich jetzt alles gebrochen. War nicht unnötig. Oh. Was soll, da war ich auch schon mal oben. Bin ich auch mal hochgeklettert, ne? Also, was guckt man sich auch für so wenig an, ne? Muscheln, guck mal, ein Seestern. Muscheln. Bewegen die sich auch? Ah. Mal ein bisschen der Sand von der Füße. Also
Abläsia gerade aufgestehe. Ein sauberer Matcher. Odyssee weiß ich, dass es da ja Haie gibt, ne? Aber hier gibt es, denke ich mal, keine. Und ich könnte jetzt einfach mal rausschwimmen, um zu gucken, ne? Da Wasser heller wie über Wasser. Na, da kommt schon wieder Küsteware an. Wenn ich am Tauche bin. Über die Küsteware an. Ne. Da kann man. Wow. Ja. Das wird schon Leuchtturm jetzt befreie von denen. So. Wow. Halt! Bleib mal stehen! Jetzt muss ich vorsichtig sein. Meine Römer. Hey! Ein Moment. Deine Zeit ist abgelaufen. Können die denn jetzt irgendwie belagern, den Turm, oder? Befehl des Prelagiatiae 305. Setze die Soldaten am Pharos ein, um das Meer zu beobachten. Caesar kämpft gegen Pompeius und einer der beiden wird definitiv nach Alexandria kommen. Melde jedes römische Schiff, das du siehst. Aha. Stirb gefälligst! So waren das dann da eben die ich an dem Tempel getötet haben, auch keine Römer. Oder sind das... Oder hatten die auch so Symbole an der Schilde, ne? Steht das nicht, ne? Sind die Römer dann jetzt schon da oder kommen die erst noch? Die sieht nur anders aus. Kann natürlich auch sein, dass Griechen sind, ne? Nur ohne diesen Helm da. Typisch griechischer. Also typisch war der ja gar nicht, ne?
Ich weiß nicht, wie nennt man den? Oh. Wo ist das, die dann auf eine zurenne, anstatt Verstärkung zu holen, ne? Ja, haben die eher Hälfte der Zinne dann gestanden und angeschossen. Ja. Das andere ist einfach nur Blödsinn. Ich mir nicht vorstelle. Ich meine, auf jeder Burg konntest du immer auf der Mauer gehen. Da gab es immer einen Wehrgang, deswegen heißt es ja auch so, ne? Der war meistens dann aus Holz, der an die Mauer dran gebaut wurde, so die da hochgehen konnte und so. Hey, bleib stehen! Ja, alles aus Stein zu machen, da bisher viel zu viel Ressourcen. Das hat viel zu lang gedauert. Ich überlege, dass so eine Bursch immer Minimum 10 Jahre gedauert hat, bis sie da die gebaut hätten. Fertig gebaut haben. Meistens sogar noch viel, viel länger. Ja, so ein Dinger, so ein Katapult. So viel schleudere ich mich weg. Der Bürger das gehen wird. Und zack, noch mehr. Zumindest mal gegen Schiffe sehr effektiv, würde ich sagen, ne? Hat schon, denke ich, mal eine Zeit lang gedauert, bis du getroffen hast. Aber wenn du getroffen hast, so schnell war nicht Schiffe ja nicht, ne? Hast du eigentlich relativ viel Zeit, dort Dinge auszurichten und oder Balliste oder so. Brennende. Hey! Komm noch mal her! Ah. Ich könnte jetzt auch hingehen, oh, das ist ein bisschen zu einfach, aber ganz ehrlich, wofür levelst du eigentlich hoch? Du willst es dir ja nicht schwieriger machen. Dieser schließlich ein erfahrener Krieger, ey. Der sich ja mit der ganze Leute anlegt. Wenn der Teil so ein Noob wäre, der über 3 schlecht kaputt ist. Hier stimmt was nicht. Doch unrealistischer. Er muss schon so ein kleiner Übermensch sein, der Typ. So, wenn man mal schwerer haben will, dann geh einfach in die Gebiete, wo du noch nicht hochgelevelt bist. Dann bist du ganz schnell tot. Eine Schuss reicht. Haben wir ja schon erlebt, ne? Die verbrennt doch eh, ja. Alles Money.
sollte jetzt alles soweit ge... Ah, hier kann ich auch noch sabotieren. Ja, eigentlich war wirklich hier im Mittelalter und Antike die effektivste Waffe, Leute. Der Speer. War nicht die beste Waffe. Kannst du Leute schön auf Abstand halten, vom Weiben abstechen, notfalls kannst du den noch werfen. Ich auf jeden Fall bevorzugt. Wenn ich mich entscheiden könnte, welche Waffe und den Speer. Speer oder den Bogen, aber als Nahkampfwaffe natürlich dann der Speer. Glaub mir, wenn du keine Wahl hättest, du würdest sagen, ab sofort kämpfst du nur noch mit dem Speer. Und da würdest du dich automatisch so damit beschäftigen. Also ein perfekter, wie bei der chinesische Kampffilme, die haben ja meistens auch so lange Speere oder Stöcke. Da kannst du nicht nur Pike damit, da kannst du alles mögliche, wahrscheinlich auch Stabhochsprung. Also bei mir wäre das auf jeden Fall so, wenn ich mich doch von irgendeinem Schwert oder so abstechen lasse, habe ich den vorher schon abgestochen. Mit dem Speer. Ah, ich gehe mal jetzt darin, ne? Da ist ja keiner mehr. Au! Oh, da war ich noch nicht drin. Ah, ich war da drin. Man sieht es an der Leiche. Kratz mich mal. Ah, juck mich mal. Kann ich natürlich nicht rennen, weil ich muss klettern. Was meine ich hier mit diesen plastischen, ne? Nachdem wieder das Licht ist. Cool aus. Ich mag aber testen. Mach an. Na, macht er nicht. Aber das ist bestimmt dann abends am Brenner. Also wenn er dunkel wird. Ihr habt euer Parcours, Leute. Haben die eigentlich nie weggemacht, Parcours. Nee, ich habe schon Glück gehabt jetzt. Ja. Glück als Verstand. Wo ist denn da jetzt hoch?
Wisst ihr? Ich kann da nicht hochklettern. Ja, keine Chance, komm ich nicht hoch. Na. Das geht, ne? Wo weit der Abstand? Und dann da dran. Ja. Extra für mich gemacht, das Holz dran geklebt. Da kann man rein. Das erinnert jetzt hier an so eine mittelalterliche Burg, wo du so einen Pferdegang oder Pferdeweg, wie die Anhänger hochgehst. Ich muss nichts machen hier, aber ich komme her. Nicht durch, ja. Ich doch rausklettere. Oh. Das wird doch höher. Als man vermutet, ne? Das ist immer krass, sobald man irgendwo hochgeklettert ist. Das sieht gar nicht so raus, aber wenn man erstmal oben ist. Das ist schon krass, diese optische Täuschung. Ja. Aus den Dinger hätte man vielleicht schießen können. Ja. Man hat halt von hier nichts getroffen. Ja. Geht schon wieder einer da ohne. Ich dachte, ich hätte alle ausgeschaltet. Aha, das als Apartment, ja. Schon groß. Ich hab's geschafft.
Ja, ich bin der König der Welt. Ah, ich habe immer noch das geschafft. Ich muss noch weiter. Weiter, ich muss noch höher. Aber jetzt Kinderspiel. Ja. Was denn nicht mal ein Ohr? Aber die Stadt wärst hier Grille. Dafür eine Arbeit wäre das immer das Feuer da hochzuschaffen, das Holz meine ich. Reicht für ein paar Dach das Holz. Da muss ja eigentlich so ständig brennen, ne? Bis man das wieder angekriegt hat und so was, dass man das, denke ich mal, dann einfach durchgehend brenne. Oder zumindest mal, dass nur noch Glut da ist und dann kann man halt ja wieder entfahren. Da kannst du ausgehen lassen, tun die das mit Sicherheit nie. Wäre ich dann, wenn ich nicht versuche wird, ganz hoch zu kommen, ne? Oh. Ja, Poseidon, ja. Boah, der Poseidon, der Poseidon? Den nur 2 Zacke, ich dachte 3. Und dieser Hund aus der Hölle, ja. Keine Ahnung, wie das da Stelle soll. Ist doch nicht Zeus, oder? Ja. Bestimmt ganz cool, abends hell so stehen, aber ich vermisse die Aya. Deswegen will ich die jetzt mal finden, wie groß das ist, ne?
So. Was? Noch mal Balle, aber da kann ich mit Sicherheit nicht runterhelfen, oder? Doch. Wo waren? Hey! Zeit zu sterben! Weißt du, wo kamen die jetzt her? So, hier ist auch wieder noch was zu holen. Oh nein. Muss es doch irgendwo noch einen Schatz geben. Na Leute, normal mache ich das nicht, aber ich kletter mit Sicherheit nochmal da hoch. Der kann ja nur hier oben sein. Da ist er nicht, dann muss er hier unten sein. Doch nix. Wo ist mein Schatz? Ich will keine Markierung setzen, Mensch. Da kann er nur. Ein. Bitte doch nicht. Du da!
Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Okay. Nochmal Schnellreise. Dann muss ich da anders da runterklettern. Also Leute, halten wir mal fest. Nein, nicht nach unten ganz, Mensch. Das. Halten wir mal fest, ich wurde einmal erschossen, einmal zu Tode gestürzt, einmal aufgefressen. Ja. Es fehlt noch einmal ersaufen. Muss man echt aufpassen, dass man hier nicht zu Tode stürzt. Also das ist eh dumm. Das klappt ja irgendwie nicht, ne? Ich kann ja hier runterlaufen, ne? Genau. So, das ist es. Was das? Ja. Kann sogar richtig sein, ne? Ja, stürzt sich aber schon wieder in den Tod, ne? Wenn ich hier runterklettere, kann er sich vielleicht dann da festhalten. Ja, doch. Sehr gut. Überhaupt nichts.
Da war ich doch eben eigentlich, ne? Notizen eines Architekten nach Sostratos von Knidos, dem Architekten des Pharaos, sollen wir regelmäßig die hellen Steine inspizieren, die mit geschmolzenem Blei verstärkt sind. Sie schützen die Wände vor dem hereinbrechenden Wellen. Ich habe es doch geschafft. Jetzt ist ja wieder raus. Okay. Ja, die Gegner sind auch wieder da. Ich habe mich eben gefragt, warum muss eigentlich bei so einem Gebäude das immer so sein, auf der einen Seite eine Statue, auf der anderen Seite eine Statue? Jetzt weiß ich es. Eine zum Hochklettern, eine zum Runterklettern. Hey! Das wirst du büßen. Ich entfache das Feuer! Halt! Ehrlich, kannst du ruhig machen. Ich lauf eh weg. Hab ich dich! Hey! Halt! Mein Lapis! Du kannst nicht fliehen! Und siehst du doch, dass ich das kann. Das Beste ist, ich kann sogar hier schön schwimmen gehen. Ja, da auf die Insel jetzt zu schwimmen wird ein bisschen lang dauern, oder? Toll. Weil er aus wie es ist. Ich tauche ein bisschen. Oh, wo sind die Haie? Keine Haie hier. Ja? Keine Tigerhaie oder so. Gehört, ab und zu schwimmt mal einer hier vorbei. Ah, Palme. Da war jetzt Zufall, ja. Ja.
Du bist dann noch im Wasser, Gott. Fischi, Fischi. Ja. Ich trockne dann jetzt mal hier eine Weilchen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Bis dann. Ciao.